Wird Arda Güler gerade zum besseren Spielmacher als Jude Bellingham? Fragezeichen, großes Fragezeichen oder gar kein Fragezeichen. Ist Arda Güler besser als Jude Bellingham? Das ist hier die Frage. Es geht um alles, um die Ballführung, um das ganze Spiel um ihn herum und so weiter und so fort. Da wollte ich mal ganz kurz mit euch drüber talken. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Hala Madrid, Freunde. Yes! Ja. Wird Arda Güler oder ist Arda Güler auf dem besten Weg, ein besserer Spielmacher zu werden als Jude Bellingham? Das ist die Frage. Ihr habt schon in Thumbnail gesehen. Und ja, gestern auch im Spiel gegen Benfica Lissabon, was ja sehr hitzig war, hat er einfach, wenn er den Ball hatte, enge Ballführung, einfach das Auge und leider seine Chancen nicht reingemacht, aber er hatte Torchancen. Auch wenn er im Endeffekt gar nicht so auffällig war, war er trotzdem präsent. Das kann Arda Güler richtig gut, aber kann das auch wirklich besser als Jude Bellingham? So, das sind natürlich zwei verschiedene Typen, das muss man wirklich beachten. Das kann man nicht so wirklich 1:1 nein, man kann das schon machen, weil es geht, dieses Thema Arda Güler und Bellingham ist ja sehr groß. Und wenn Bellingham dabei ist, ist Arda Güler nicht so wirklich präsent. Real Madrid spielt anders, Real Madrid verliert sogar. Wenn Arda Güler aber dabei ist, sieht es ganz anders aus. So, Arda Güler ist die Zukunft und vielleicht und wahrscheinlich besser als Jude Bellingham. So, wenn es nach Neymar geht, wenn es nach vielen großen Stars geht, ist auf jeden Fall Arda der beste Mittelfeldspieler der Welt aktuell, tatsächlich. Und gestern wurde er wieder ausgewechselt vorgestern gegen Benfica Lissabon. Natürlich nicht gerade schön. Er muss auch öfters durchspielen. Das letzte Mal hat er sich tatsächlich auch bedankt, weil er durchspielen durfte. Beim vorletzten Spiel, wenn man genau mal am Rande nebenbei ganz schnell hingeschaut hat, konnte man das sehen. Da könnt ihr schon sehen, was für ein Herz Arda Güler hat. Und ja, die Passquote, natürlich darf man jetzt bei Bellingham guck mal, was der für die ersten 2 Jahre für Real Madrid gemacht hat und wie gut er ist. Natürlich ist Bellingham in Bestform einfach eine Maschine, ein anderer Typ aber die Passquote, ich sage mal so, ich müsste jetzt groß viel Statistik, sind bei beiden natürlich richtig gut. Kann sein, dass bei Arda Güler, wenn es direkt und passen geht, natürlich die Passquote noch ein Tick besser ist, ja, aber sie sind natürlich beide gut, aber vielleicht hätte da im Schnitt auch Arda Güler ja die Nase vorne, wenn man insgesamt das sieht, und er ist auch noch ein bisschen jünger, muss man auch so sehen. Dann kommt dieser Arda Güler Faktor überhaupt ins Spiel, weil Arda Güler einfach, wenn er jetzt aufgestellt wird ohne Bellingham, dann läuft es einfach bei Real Madrid anders. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn ja, schreibt gern, haut in die Kommentare. Es ist einfach so, dass man ein anderes Spiel schon sieht und im Endeffekt das Spiel auch mehr zusammenwächst und das Spiel auch gewonnen wird. Wir wissen ja, wenn Bellingham da ist, dann wird das Spiel auch mal verloren. Es ist sehr viel Chaos, ohne jetzt ihn schlecht dastehen zu lassen. Das will ich nicht sagen, aber irgendwie läuft es nicht zurecht oder in ein, wie nennt man das? Ja, in einen hinein und vor allen Dingen nicht, wenn sie zusammen auf dem Platz stehen. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber nichtsdestotrotz macht es Arda Güler vor allen Dingen gerade jetzt und ich hoffe, er nutzt seine Chance. Das hört sich immer alles an, als würde ich gegen Jude Bellingham hier reden. Nein, so soll es natürlich nicht sein. Ich habe auch ein Trikot mit Jude Bellingham mit der 5, weil die ersten 2 Jahre war er phänomenal gut. Nur sein Ego, und das hat er nun mal, das ist fehl am Platz. Vor allen Dingen bei Real Madrid. Und ich glaube schon, dass er einen ganz großen Anteil an diesen manchmal großen Problemen oder vielleicht auch, dass Arda denn überhaupt nicht auffällt oder dass vielleicht Arda auch Probleme hat, glaube ich schon, dass er da so ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein bisschen seine Finger vielleicht ins Spiel hat. Ihr wisst, wie ich das meine. Also, das ist ein ausschlaggebender Punkt, Jude Bellingham. Ja, die Torgefahr, da muss ich ganz klar natürlich auf Jude Bellinghams Seite noch sein, die Torgefahr. Wenn es denn wirklich von den beiden eine Torgefahr gibt, ist Jude Bellingham schon sehr, sehr stark und eine Maschine. Da kann man eigentlich ja fast gar nichts zugegen sagen. Das ist wirklich nice und stark. Muss man wirklich gestehen. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Sorry, ob es hier eine Statistik geht. Ja, finde ich jetzt nicht gerade. Ist auch egal. Auf jeden Fall
ist ja Bellingham sehr torgefällig, wenn er dann richtig präsent und gut spielt. Ja, Taktik brauchen wir jetzt gar nicht groß ansprechen. Die Taktik, das kommt aber darauf an, wie die Mannschaft spielt und welcher Trainer da ist und so und wie das jetzt so weitergeht. Taktik ist eigentlich unwichtig. Ich hatte Taktik aufgeschrieben, dann steht das hier, gucke ich nur ganz kurz runter, weil sind viele Stichpunkte bei den beiden. Physis ist auch noch da. Da ist natürlich beide sehr, sehr stark. Die sind schon sehr on point und vielleicht ist da ein bisschen, ja, Bellingham vielleicht auch ein bisschen stärker und aber ja, die Physis ist eigentlich, ja, wichtiger. Also ist schon, ja, es ist schwer, das als Außenstehender, sag ich mal, zu beschreiben. Und ja, Fazit, meine Meinung ist, Arda Güler ist die Zukunft, auch wenn Bellingham noch nicht so alt ist, das darf man nicht vergessen. Wäre richtig nice, wenn sie zusammen harmonieren würden, perfekt harmonieren. Ich glaube, dann wäre das sehr, sehr gefährlich. Ihr könnt ja mal unterschreiben, meine Frage an euch jetzt. Ist Arda Güler besser als Bellingham oder ist er jetzt oder nimmt Arda Güler Bellingham jetzt als Spielmacher oder löst er Bellingham ab, Jude Bellingham ab als Spielmacher? Das möchte ich von euch mal wissen. Aber werde ich nicht mit der Arda Güler Brille sehen, sondern allgemein möchte ich vieles sehen oder schreibt gerne runter, was ihr von der ganzen Situation habt. Und wenn das so eine Texte sind, ihr habt ja so und so schon manchmal so eine Texte. Ja, ich lese die alle durch, soweit ich Zeit habe und versuche auch alle zu beantworten, so weit wie es geht. Wenn ich mal einen vergesse, sorry. Und ja, dementsprechend würde mich das gern mal interessieren. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema für die Zukunft, vor allen Dingen bei Real Madrid und für die Zukunft bei Real Madrid im Mittelfeld oder auch Zehnerposition etc. pp. Ja, und nicht vergessen bitte, es gibt einen Livestream immer. Ich mache jetzt auch das ganze Spiel über Livestream. Schaut bitte da gerne mal rein, damit wir ein bisschen mehr werden. Und gern auch meine anderen Videos. Die sind es ist sehr viel Arbeit auch. Würde mich natürlich interessieren, genau das auch, was ihr dazu meint. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dort mal einen Klick lasst und natürlich dieses Video hier verlinkt. Verlinkt dieses Video, das würde mich freuen. Und folgt mir, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, das muss am Anfang eines Kanals, wenn da Kleines natürlich noch gesagt werden, weil es ist sehr viel Arbeit, es ist auch harte Arbeit, das darf man nicht vergessen. Und ja, auf jeden Fall würde es mich freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und ich bin der Meinung, Arda Güler löst ihn auf jeden Fall ab. Ob der Trainer, der Vorstand und so weiter das möchte, das ist die zweite Frage. Aber das könnt ihr ja auch mal kommentieren. Also ich bin raus, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.